Das Kaufmann als Andrea Hallo, Genier an der servus. Wiener Staatsoper. Servus. Das ist eine gemeine Rolle, weil man muss bei der ersten Arie bereits siegen. So langsam warm singen geht da nicht. Nein, das kann man nicht, das stimmt. Also die anderen Arien sind auch wunderschön. Ich mag die letzte eigentlich am allerliebsten, die Come un bel di maggio. Aber die berühmte ist eben das Improviso im ersten Akt. Und es ist alles andere als Warmsingen. Ich meine, es gibt andere Stücke, Aida beispielsweise, wo es auch relativ schnell losgeht. Aber ich finde es fast noch gemeiner, weil man kommt nämlich auf die Bühne, wird vorgestellt Steht und stumm steht herum. stumm 10, 12 Genau. Minuten rum und muss dann plötzlich aber wirklich in die Vollen gehen. Und wobei man natürlich auch da versuchen muss, das nicht so wie eine Arie aussehen zu lassen. Also man muss schon so ein bisschen so tun, als ob man sich reinschleicht, auch wenn das stimmlich natürlich nicht möglich ist, aber doch zumindest optisch. Und es scheint zu funktionieren. Gibt es bei Genier überhaupt Momente, wo man durchschnaufen kann? Das ist eine so glühende Musik und das geht weiter und wird Ja, heißer und heißer. das ist eine gute Frage, weil ich glaube nämlich nicht, dass es die gibt. Und für mich stimmlich das Gemeinste sind eigentlich nicht die Duette. Natürlich, das zweite Duett am Schluss ist sehr unangenehm, einfach deshalb, weil man den ganzen Abend schon in den Schuhen und in der Stimme hat und dieses Duett sich doch nochmal wahnsinnig nach oben schraubt. Und wenn man da nicht frisch ist, dann geht man einfach in den letzten Phrasen ein, weil sich das so enorm steigert. Aber viel schlimmer, finde ich, ist eigentlich der Anfang, zweiter Akt, das Duett mit dem Boucher. Das ist extrem unspektakulär und extrem schwierig. Es ist nämlich einfach zu hoch geschrieben. Da hat er sich irgendwie verirrt. Und es ist wirklich, wirklich schwer zu singen. Das Gemeine ist eben, es kommt überhaupt nicht so rüber. Also man denkt so, ja, auch nett, weiter. Jedenfalls halten wir fest die Daumen.